Du wolltest auch Arzt werden, ne? Ich wollte Arzt werden, warum? Weil man deine Sauklaue nicht lesen kann. Danke. 4 Nerds, 1000 Hobbys. Volle Ladung Nerdkram. Du hörst Nord-Nerds Podcast. Moin, wir sind die Nord-Nerds. Moin! Moin. Ja, ihr werdet uns öfter mal hören, hoffe ich. Dafür hinterlasst ihr ja nachher ein Like. Aber was machen wir hier eigentlich? Was ist der Nord-Nerd Podcast? Ja, das ist ein Hobbyprojekt. Wir haben uns einfach zusammengesetzt, haben gedacht, wir wissen so viel Quatsch, das müssen wir einfach weitergeben. Und also treffen wir uns einmal im Monat und unterhalten uns über Nerdkram. Also so richtig nerdig, so Rollenspiele und so weiter. Filme, Musik. Computerspiele. Genau. Brettspiele. Comics. Bücher. Alles, was dazugehört. Ja. Genau. Aber da wollen wir heute noch nicht reingehen. Wir stellen uns heute einfach mal vor. Ich fange mal an. Ich bin Stefan. Ich habe die 40 überwunden. Das heißt, ich habe über 35 Jahre Nerdwissen im Kopf. Und ja, womit habe ich angefangen? Also ich glaube, angefangen habe ich mit Filmen. Ich habe einfach alles geguckt, was so Fantasy-mäßig war. Als Beispiel mal so Beastmaster oder Die Barbaren oder Red Sonja oder Conan. Den alten Herr der Ringe-Film, den man dann mal irgendwo gekriegt hat. Und eigentlich alles aufgesaugt, was so Fantasy-mäßig im Fernsehen zu kriegen war. Ich habe auch die alten Spider-Man-Filme gesehen aus den Anfang der 80er Jahre oder den schlechten Captain America aus den 80er Jahren. Ja, genau. Spider-Man habe ich gelesen, die Gruppe X, heutzutage die X-Men habe ich gelesen. Ich war ein Leser von Spawn Comics, habe verschiedene Graphic Novels gelesen und ich habe alles an Büchern gelesen, was man so in die Finger kam. Na, also früher haben meine Bücherhelden immer die Welt gerettet, heutzutage bin ich eher so Science-Fiction-mäßig unterwegs. Und dann alles, was man so kriegen konnte. Und dann natürlich Spiele, haben wir ja gesagt. Ne? Hero Quest habe ich gespielt, Star Quest habe ich gespielt. Mein erstes Tabletop war tatsächlich Battletech. Dann ging es weiter über Warhammer und Warhammer 40.000. Und inzwischen, alles, was interessant klingt, kann man mal spielen. Und natürlich habe ich auch Rollenspiele gespielt. Anfang mit dem Abenteuer-Basisspiel von DSA über AD&D, Battletech, auch Shadowrun, also Battletech MechWarrior hieß das damals. Das war das Rollenspiel im Battletech-Universum. Hast du das noch? Was? Das Rollenspiel, die Regeln? Die alten müsste ich zu Hause noch haben sogar. Haben will, lesen will, danke. Shadowrun habe ich gespielt, Cthulhu habe ich gespielt, World of Darkness habe ich gespielt und Saga habe ich gespielt. Ich weiß nicht, ob Leute das noch kennen. Das waren so DIN A5 Heftchen. Ja, also eigentlich alles. Also, naja, nicht alles, aber ziemlich viel. Das heißt, da ist eine Menge Wissen. Ich habe schon ganz viel schon wieder vergessen, aber so. Liegt am Alter. Das liegt dann. Genau. Okay. Oh, jetzt werde ich böse angeguckt. Ja, wenn du möchtest. Ja, dann haben wir eine Reihenfolge. Ja, ich bin der Pierre. Ich habe auch angefangen mit, ist das ein Nerd, wenn ich sage, ich habe angefangen mit einem C64 und habe da Text-Adventure gespielt. Oh ja. Ja, und dann auch mit DSA. Was habe ich eben noch gesagt? 13 Fähigkeiten, 22 Zauber oder was das war, ne? Die Basisbox. Ja, dann D&D, Cyberpunk, Shadowrun, Mittelerde, das Rollenspiel, Cthulhu, also das alles an Rollenspielen. Tabletop habe ich tatsächlich noch angefangen mit Warhammer, jetzt heißt das The Old World, früher war das Warhammer Fantasy. Richtig. Genau, davon habe ich sogar noch die Ork-Armee und das alte Regelwerk, da habe ich auch noch. Ja, und dann kamen wir natürlich zu Warhammer 40k, ja, und dann halt ganz viele andere Tabletops, was man so gefunden hat.
Und natürlich immer dabei ein bisschen Technikkram. Also Computer, zeitweise auch in Computerfirmen gearbeitet, dementsprechend bin ich da auch immer gut unterwegs. Und natürlich Computerspiele. Ha! Ja. Und Bücher auch, logisch. Ja. Ne? Sowas wie der eiserne Druide, falls das jemand was sagt, zum Beispiel. Ja, Die Wand voll mit bunten Taschenbüchern. die waren voll mit bunten Taschentüchern. Taschenbüchern. Ach so, ja. Ja, ich bin Carina. Wie habe ich mit dem Nerdkram angefangen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich war immer eine Leseratte, auch Fantasy, die unendliche Geschichte, Herr der Ringe. Ja, wie Stefan eigentlich schon sagte, so alles, was man in die Finger kriegte, also alles, was Buchstaben hatte, konnte man lesen. Klar, als Kind dann auch die entsprechenden Comics, die Filme, Superman, Spider-Man, Batman, was alles so dazugehörte. Hanni und Nanni. Habe ich auch Bücher, ja. Tatsächlich. 3 Fragezeichen. Habe ich tatsächlich ganz viele irgendwann mal gehabt, ja. Aber das war so querbeet immer. Ja, Rollenspiel eigentlich weniger. Irgendwann dann so die ersten Computerspiele. Teilweise dann so angefangen noch mit Pac-Man und Banania. Weiß nicht, kennt das noch jemand? Banania kenn ich. Ja. Mhm. Da bist du ein kleines Männchen und musst die Bananenschalen einsammeln und darfst dich nicht von den Affen fressen lassen. Das ist total lustig. Ja. Filme, natürlich, was hat man alles gesehen? Ich krieg's gar nicht zusammen so richtig. Was immer schön war, oder was ich auch geguckt hatte, hier, hieß der Reise zum verrückten Labyrinth? Oder das Reise ins Labyrinth? Reise in das Mit David Bowie war der damals. Mit der, Der das war dunkle nur Kristall das war und- nur Nur das Labyrinth. Labyrinth, ne? Labyrinth. Genau, der Das dunkle Labyrinth, Kristall genau. war das Der andere Kristall war der davon. andere. Ja. Solche Sachen. Willow hatten wir eben schon mal kurz das Thema. Ja. Gut, genau. Ja, ansonsten bin ich diejenige, die auch ganz viel näht und bastelt und vor einigen Zeit dann auch zum Miniaturenmalen dazugekommen ist. Kann uns auch irgendwann noch schöne T-Shirts drucken für den Podcast. Sehr gut. Genau. Ja. Ja, ich bin Vicky. Ich bin quasi von meiner Familie genördet worden, bin mit C64 aufgewachsen, habe in den 80ern alle Kinderserien geguckt, die es samstags morgens gab. Bin dann irgendwann mit 15 das erste Mal mit Pen-and-Paper-Rollenspielen in Berührung gekommen, habe dann DSA gespielt, habe alle Serien, die irgendwas mit Science Fiction zu tun haben, geguckt. Bin totaler Star Trek The Next Generation Fan, kann da eigentlich von jeder Folge, wenn ich so bald irgendwie 5 Minuten sehe, sagen, welche Folge das ist. Habe Herr der Ringe, Harry Potter, alles, was irgendwie so damit zu tun hatte, geguckt. Habe auch immer Freunde gehabt, die irgendwie auch nerdig waren. Habe dann nachher viel Shadowrun gespielt, dann Cthulhu, habe so Brettspiele, dann Bücher, also alles, was irgendwie mit Nischen-Hobbys zu tun hatte. Ich habe viel Computer gespielt. Ich hatte erst dann, also über den PC, dann nachher die PlayStation 2, die 3 habe ich übersprungen, dann hatte ich die 4, jetzt aktuell die 5, habe da alles, was mit RPG zu tun hat, Strategie. Wir haben jetzt aktuell das Spiel hier Day of the Tentacle, weil wir damals Manic Mansion gespielt haben, nochmal angefangen. Es gibt eine Remaster-Version. Also alles, was irgendwie ja nicht so Mainstream waren, habe ich eigentlich gemacht. Ja. Genau. So, das sind wir, das sind die Nord-Nerds. Ja. Und ja, wie gesagt, was ihr hier erwarten könnt, wir nehmen uns immer ein Thema raus, einmal im Monat, und dann werden wir so quasi, was wir so drüber denken, wie wir so drüber denken, was man darüber reden könnte, oder werden wir uns einfach unterhalten und werden euch dran teilhaben lassen. Genau, so. Ich würde sagen, das war unsere Vorstellung. War jetzt nicht so lange, aber ich denke, ihr habt jetzt ein Bild davon, mit wem ihr es hier zu tun habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst und vielleicht beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss. 4 Nerds, eine Leidenschaft. Das war Nordnerds Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Folgen klicken, 5 Sterne geben und weitersagen. Alle Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dann, haut rein.